gerade in einem Gefängnis eingesperrt und ihr Freund Maui versucht, sie zu retten. Wir sind genauso eingesperrt wie Moana. Aus diesem Grund brauchen wir eure Hilfe, vor allem die unserer neuen Zuschauer. Wir werden mit euch zusammen jetzt die Drohne starten und versuchen, Moana zu retten. Wir fliegen jetzt direkt zu Moana, denn Moana ist gefangen in einem Käfig. Wir müssen sie unbedingt finden, weil wir wollen sie ja befreien. Aus diesem Grund haben wir jetzt unsere Drohne gestartet. Mit unserer Drohne können wir das ganze Gelände absuchen, bis wir Moana finden. Hoffentlich finden wir sie auch und es darf nicht zu spät sein, sonst passiert was Schlimmes. Wir müssen jetzt Moana ganz, ganz schnell mit euch da draußen finden. Aus diesem Grund schaltet dieses Video nicht ab. Hoffentlich finden wir sie auch wirklich mit unserer Drohne. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Leute, Mann, da ist sie, das ist Moana. Und da ist das Gefängnis. Ihr könnt es sehen, wir haben euch nicht zu viel versprochen. Moana ist eingesperrt. Die arme Moana einfach eingesperrt und sie kommt nicht raus. Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Du musst jetzt diesem Kanal ein Abo geben, wenn du ein neuer Zuschauer bist. Abonnier unseren Kanal. Und abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube. Leute, Mann, wir helfen uns damit. Wenn du ein neuer Zuschauer bist, abonnier jetzt. Aber wir müssen Moana weiter... Ihr habt's gesehen, Moana ist eingesperrt. Wir müssen jetzt unbedingt nach Maui suchen. Denn Maui ist vielleicht vor Ort und kann das Schloss öffnen, nachdem ihr ein Abo gegeben habt. Ihr wisst ja, wie Maui aussieht. Sehr groß, sehr stark. Er ist ein Halbgott. Der kann dieses Gefängnis mit bloßen Händen kaputt machen. Schau mal, da unten ist ein Supermarkt. Was ist, wenn Maui gerade in dem Supermarkt einkaufen ist? Das bedeutet, wir fliegen jetzt direkt mit der Drohne dahin. Hoffentlich finden wir Maui. Ihr seht auch da unten ganz viele Leute laufen, aber ich sehe kein Maui. Du weißt ja, wie Maui aussieht. Groß und stark, aber hier ist kein groß und starker Mensch. Nee, irgendwie vielleicht ist er vielleicht dann doch nicht beim Supermarkt. Wenn er nicht beim Supermarkt ist, lass uns doch mal zum Wasser fliegen. Natürlich, weil der kommt ja von der Insel. Er muss doch irgendwie von der Insel durchs Wasser. Mit dem Boot ist er vielleicht übers Wasser an Land gekommen. Leute, Mann, wir fliegen jetzt mit euch direkt zum Wasser, oder? Auf jeden Fall mit der Drohne direkt an den Strand zum Wasser. Dann hoffen wir einfach, ob wir auch Maui sehen. Ihr könnt es erkennen. Hier ist das Meer, hier ist das Wasser. Sehr schön, ihr seht das Meer und das Wasser und hoffentlich ist da irgendwo Maui am Strand. Und da unten ist auch schon der Strand, aber ich sehe keine Person. Schaut euch mal an, wie groß das ganze Gebiet ist. Oh mein Gott, zum Glück sind wir mit der Drohne dort. Wir müssen jetzt eigentlich den ganzen Strand abfliegen und hoffen, dass Maui da irgendwo ist. Wir haben ja jetzt Moana gefunden. Wie sehen sie im Käfig eingesperrt ist. Das Gute ist, die kann nicht abhauen. Moana ist da gefangen, sie kann nicht weg. Aber du hast gesehen, das Gefängnis ist super klein. Sehr winzig und da ist die arme Moana einfach eingesperrt. Aus diesem Grund fliegen wir mit euch jetzt den ganzen Strand an. Wir suchen als nächstes Maui, den Freund von Moana. Der stärkste überhaupt von der ganzen Insel. Er muss da irgendwo sein. Schau mal, da ist Maui. Ja. Am Strand, am Wasser steht Maui. Ja, und ihr seht jetzt, wie stark er ist. Leute, Mann, das bedeutet, wenn da Maui ist, müssen wir jetzt zurück zu Moana fliegen und ihr mitteilen, dass da Maui ist. Ja, die sind ganz nah beieinander. So weit entfernt sind die ja gar nicht. Ihr habt es gesehen, Leute, Mann, wir haben Maui gefunden hier beim Strand. Das bedeutet, wenn wir jetzt zu Moana fliegen und es ihr mitteilen, dann kann Maui Moana befreien. Wir haben echt gute Chancen, dass das wirklich funktioniert. Schau mal, Moana ist immer noch eingesperrt. Immer noch eingesperrt in diesem kleinen Käfig. Das bedeutet aber, Moana ist jetzt hier gefangen. Wir müssen wieder zurück zu Maui. Ja, natürlich. Die müssen sie ja irgendwie zueinander finden, dass Maui Moana befreien kann. Das heißt, wir müssen Maui irgendwie dazu bekommen, zu Moana zu gehen. Aber wie können wir das machen? Wir haben nur eine Drohne. Das Gute ist aber, wir wissen, wo Maui ist. Irgendwo am Strand. Der war hier gerade noch. Ihr habt es gesehen, Leute, der war hier gerade noch am Strand. Wo ist Maui hin? Ist er weg? Der ist nicht mehr da. Sag mir jetzt nicht, der ist schon auf dem Weg vielleicht zum Gefängnis von Moana. Das wäre natürlich perfekt, wenn jetzt Maui direkt zu Moana geht. Das müssen wir aber wissen. Deshalb fliegt nochmal die ganzen Strand und den ganzen See ab. Unter dem Baum sitzen irgendwelche Leute, aber das ist nicht Maui. Ihr habt Maui gesehen. Den kann man gar nicht übersehen. Du hast recht, wir fliegen jetzt den ganzen Strand ab, weil irgendwo am Strand muss sich ja Maui befinden. Der ist ja gerade erst angekommen. Wir haben ihn ja gesehen. Guck mal, da vorne ist ein großes Schiff. Ist er vielleicht aufs Boot, aufs Schiff gegangen? Vielleicht ist er mit diesem Boot hier zu uns gefahren. Und jetzt ist er vielleicht wieder auf dem Schiff. Und holt irgendwelche Sachen, damit der Moana befreien kann. Wir haben eine Drohne, da ist ein Schiff. Ich würde sagen, Abflug. Hier abonniert nochmal den Kanal, Leute. Bitte abonniert diesen Kanal Cayman und Flexi. Es ist komplett kostenlos zu Vor allem, abonnieren. wenn du ein neuer Zuschauer bist, dann abonnier es recht. Oh mein Gott, da ist das Schiff. Oh, ist das groß. Aber da ist kein Moa. Nee, da ist keine Maui, oder? Da ist kein Maui. Das kann doch nicht sein. Schaut mal, wie groß das Schiff ist. Da ist überhaupt kein Mensch. Ich glaube, das ist ein Öltanker. Oder ein Geisterschiff.
Ist es ein Geisterschiff? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe keine Person dort und kein Maui. Ich fliege noch mal ein bisschen näher ran, damit ihr das erkennen könnt. Boah, Leute, auf der Drohne sieht das Schiff echt klein aus, aber in Wirklichkeit ist es riesengroß. Und ihr könnt es erkennen, das Schiff steht auf der Stelle. Das fährt ja gar nicht. Das fährt wirklich nicht. Vielleicht ist da wirklich Maui an Land gekommen. Von dem Schiff, deshalb steht's da. Meinst du, der ist an Land gegangen? Natürlich, aber das heißt ja, dann muss er an Land sein. Das heißt, ihr könntet sich unter der Brücke vielleicht verstecken. Dann fliegen wir jetzt zur Brücke. Ihr könnt die Brücke ja hier vorne sehen. Natürlich. Was ist, wenn sich Maui unter der Brücke versteckt hat? Oder da ist irgendwas und deshalb ist er da hingegangen. Leute, Mann, wir fliegen mit euch jetzt auf jeden Fall zu dieser Brücke und schauen nachher auch unter die Brücke. Vielleicht finden wir ja was. Auf dem Boot ist er nicht. Am Strand ist er nicht. Jetzt haben wir vielleicht die Chance, ihn unter der Brücke zu finden. Und ihr könnt es sehen, unter der Brücke ist irgendwas. Seht ihr das? Da ist irgendwie ein Spielplatz oder so? Ja, da ist echt was. Auf jeden Fall keine Wiese, kein Wasser, sondern irgendwas Komisches. Da müssen wir jetzt direkt mit der Drohne hinfliegen. Und ihr seht es, da ist so ein runder Weg, der nach unten führt, unter die Brücke. Seit wann habe ich noch nie gesehen, einen runden Weg, den es unter die Brücke geht? Ich kenne Treppen, die gerade runtergehen. Oder runtergehen. Schaut ihr das mal an. Was ist das denn? Könnt ihr das erkennen? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Da ist ein ganzer Freizeitpark unter der Brücke. Was ist das? Sind das Autos? Da kann man ein Autorennen machen. Das sind echte Autos. Polizeiauto, Feuerwehrauto, ein Motorrad. Wie cool ist das denn, Leute? Da ist bestimmt Maui irgendwo in der Nähe. Ich bin mir ganz sicher. Und da ist noch ein Minigolfplatz unter der Brücke. Aber keiner ist so. Da ist Maui. Ich hab dir recht. Hallo Maui. Oh mein Gott. Okay, der hat uns irgendwas gesagt. Hast du gehört? Seine Lippen haben sich bewegt. Der hat Hi Hi gesagt. Wir müssen das Hühnchen Hi Hi finden. Vielleicht ist es hier unter der Nähe. Natürlich, Maui ist nicht alleine gekommen. Mit Hi Hi und Pua. Ihr kennt doch alle das Schwein Pua. Das ist der beste Freund von Maui. Und das Hühnchen Hi Hi. Oh mein Gott. Die sind auch da. Leute, wir müssten sie finden. Ihr wisst ja, wie die sehen. Wir suchen jetzt nach einem Schwein und einem Huhn. Und das Gute ist, dann sind die zu dritt. Und so können sie Moana auf jeden Fall vom Gefängnis befreien. 3 gegen Moana. Das ist ideal. Dann können die rausholen. Zu dritt auf jeden Fall. Da bin ich mir 100%ig sicher. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir werden zusammen mit Maui Moana befreien. Ich fliege jetzt mal unter der Brücke entlang. Ihr könnt es sehen, da sind aber nur Leute, die spielen, aber kein Hühnchen, kein Schwein. Stimmt, das sind Menschen. Wir suchen gerade ein Hühnchen und ein Schwein. Okay, lasst uns mal kurz überlegen. Wir haben Maui gerade bei dem Minigolfplatz gesehen. Wichtig, dass wir ihn wirklich wieder gesehen haben. Aber wo könnte er jetzt hingegangen sein? Am Strand vielleicht? Ich fliege gerade den Strand ab. Ihr könnt es sehen, Leute, ich fliege damit. Aber er war doch vorhin schon am Strand. Und jetzt hast du doch gesehen, dass Maui weiter ins Festland gegangen ist. Er war am Strand und jetzt war er weiter drin. Meinst du vielleicht, er ist gerade auf dem Weg zu Moana? Ich glaube schon, weil die haben eine enge Verbindung. Er weiß, glaube ich, ungefähr, wo sie eingesperrt ist. Wenn das wirklich stimmt, was du gerade gesagt hast, dann wäre das natürlich perfekt. Wir suchen jetzt noch mal kurz 1 Minute mit euch zusammen hier den Strand ab und dieses Feld. Und wenn deiner nicht ist, fliegen wir einfach zurück zu Moana. Genau, weil da ist auch eine Wiese, da kann natürlich Maui auch sein. Und hier ist eine Zahl, 690. Was bedeutet diese Zahl? Ist das ein Hinweis? Aber für was? Ich weiß es nicht. 690? Ich glaube, das ist kein Hinweis. Ich glaube, das ist einfach hier von dem Park irgend so ein Schild. Ach natürlich, das ist ein Hinweis auf den Park generell. Okay, wir müssen unbedingt weiterfliegen. Boah, schau mal ganz da hinten, Leute, könnt ihr das erkennen? Da ist ein riesengroßes Boot. Schon wieder. Es ist aber nicht das gleiche von letztem Mal, das ist ein anderes Boot. Das sieht aus wie ein Militärschiff. Oh mein Gott, was macht denn das da einfach so da im Meer? Schau mal, das ist gepanzert, Leute. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Das sieht ganz anders aus wie andere Boote. Was ist, wenn das die Freunde von Maui sind? Der hat sie hierher bestellt mit dem Boot. Alle, du meinst, der ganze Stamm von der Insel hat er jetzt hergebracht, um natürlich Moana zu retten. Und die können natürlich nicht mit so einem kleinen Boot fahren, die müssen mit einem riesen Segelschiff kommen. Wir haben ja eine Drohne, wir können doch alles anschauen, wir fliegen jetzt direkt zu diesem komischen Boot. Und es ist komplett grau, die Fenster sind abgedunkelt, man kann nicht reingucken. Habt ihr das schon mal gesehen? Ein Boot, was komplett grau-silber ist? Ich sehe... Was ist denn da? Ist da überhaupt jemand? Da ist nicht mal eine Person drauf. Man kann nicht mal in die Fenster reinschauen. Das ist ein geheimes Boot. Ich glaube nicht, dass das von Maui ist. Es ist vielleicht ein Boot von der Stadt. Oder von dem Bösewicht. Natürlich! Wie ist denn überhaupt Moana eingesperrt worden? Sie hat sich sicher nicht selbst eingesperrt. Das ist das Hauptquartier von dem Bösewicht, Leute. Natürlich, und der ist auch von der Insel hierher gefahren. Er hat ja hier Moana eingesperrt. Deswegen ist er auf der anderen Seite von dem Ufer. Er beobachtet aus der Ferne Maui. Ganz genau, er beobachtet alles, was jetzt gerade passiert. Wir fliegen direkt zu Moana mit euch wieder, Leute. Sonst ist sie weg. Leute, vielleicht ist ja auch schon Maui bei Moana. Und hat sie befreit. Das wäre natürlich ideal. Ja, dann ab geht's
jetzt zurück zu ihr. Wir müssen es beobachten mit euch da draußen zusammen. Leute, ihr habt es doch gesehen. Ja, hier hinter dieser Mauer war Moana. Das Gute ist, wir haben nicht vergessen, wo Moana ist. Nämlich genau da hinten ist dieser Käfig mit Moana innen drin. Wie eine kleine Wüste in der Innenstadt. Und fällt dir was auf? Das ist da ist kein Haus, da ist nichts. Nur ein Käfig mit Moana. Und ganz, ganz viel Sand. Ja eben, ja natürlich, wie am Strand, ist doch klar. Damit sie sich wie zu Hause fühlt. Ganz genau so ist es. Wow, das ist Maui. Oh mein Gott, ja. Habt ihr es gesehen? Maui hat gerade die Tür geöffnet von dem Gefängnis. Leute, lasst ein Like da. Maui hat es wirklich geschafft, Moana zu befreien. Und zu retten. Und jetzt reden die beiden miteinander. Natürlich, sie bedankt sich, ist doch logisch. Wie cool ist das denn, Freunde? Ihr lasst jetzt auf jeden Fall nochmal ein Abo da. Vor allem, wenn du ein neuer Zuschauer bist. Schau mal, sie sind weg. Ich weiß es nicht. Hä? Habt ihr es gesehen? Die waren doch gerade noch da. Sie sind weg. Das kann doch nicht sein. Was ist, wenn die zum Wasser gegangen sind und mit dem Boot nach Hause fahren? Natürlich, sie müssen ja irgendwie wieder zurück zur Insel. Das bedeutet ab zum Wasser. Da ist schon ein Boot. Vielleicht sind sie auf diesem Schiff. Natürlich, klar. Sie müssen ja zur Insel zurück. Sie fahren jetzt aus der Stadt wieder zu ihrer Insel nach Hause. Hoffentlich werden sie nicht von diesem anderen Boot verfolgt. Wir müssen unbedingt nachschauen. Bösewicht, meinst du? Wir müssen jetzt zu dem Boot und nachschauen, ob da Maui und Moana ist. Aber er hat es wirklich geschafft und hat sie befreit. Und fällt euch was auf? Das ist das einzigste Schiff, was sich auch bewegt. Natürlich, also hoffen wir, dass beide auf diesem Schiff sind und endlich zu ihrer Insel zurückfahren. Ich sehe aber leider nichts. Ich auch nicht, da ist überhaupt keiner. Da ist keine Person auf diesem Schiff. Natürlich nicht. Das Boot heißt auch Lisa. Warum? Und das Boot heißt nicht Moana, sondern Lisa heißt das Boot. Ihr könnt es sehen, hinten am Boot steht's Lisa. Das ist nicht das Boot von Maui und Moana. Wir müssten ein Boot finden, auf dem Maui oder Moana draufsteht. Eben, Lisa, auf keinen Fall, wir sind völlig falsch. Das ist das absolut falsche Boot. Aber die Idee, dass sie abhauen und dazu Wasser brauchen, ist perfekt, Leute. Natürlich, sie müssen irgendwo da sein und ein eigenes Boot haben, weil sie zurück wollen. Schaut mal, habt ihr das gesehen? Da war ein kleines blaues Boot auf dem großen Schiff. Da war aber leider niemand drin. Aber in so einer Größe stelle ich mir vor, dass die beiden wieder nach Hause segeln. Okay, das suchen wir jetzt mal den Strand. Aber wie willst du denn dein Boot zu Wasser lassen? Du musst dein Boot von dem Sandstrand ins Wasser schieben. Ganz genau, deshalb müssen wir jetzt da alles absuchen mit der Drohne und hoffen, dass wir ein Boot finden, was etwas kleiner ist und am besten ist, was Moana heißt. Oder Moana und Maui auf sind. Natürlich, weil eigentlich sind die eigentlich ein süßes Paar. Die passen eigentlich perfekt zusammen. Schaut mal hier hinten, hier sind ganz viele kleine Boote. Könnt ihr das erkennen? Seht ihr das? Das sind echt so viele Boote. Wir müssen jetzt eigentlich mit der Drohne jedes einzelne Boot absuchen und schauen, ob da Maui und Moana ist. Und das machen wir jetzt auch mit euch zusammen. Deswegen habt ihr auch in dieses Video reingeklickt. Ihr wollt sehen, wie Moana und Maui nach Hause kommen. Am besten lasst ihr alle nochmal ein Like da, dann haben wir gute Chancen, das Boot auch wirklich zu finden. Schaut mal, hier ist aber kein Maui drauf und keine Moana. Aber so viele verschiedene Boote, ein Boot nach dem anderen. Das ist aber nicht das Boot von Maui und Moana. Glaube ich auch nicht, da ist überhaupt niemand auf diesen Booten gerade. Das heißt, wir fliegen wieder zurück. Irgendwo am Strand muss ihr Boot sein. Leute, Mann, ihr braucht jetzt auf jeden Fall Geduld. Leute, wir finden die hoffentlich noch gleich mit euch. Ihr schaut das Video bis zum Ende, dann schaffen wir das zusammen. Okay, Leute, hier ist noch ein riesen Schiff, ein Tanker. Das glaube ich eben nicht, dass die beiden auf so ein großes Schiff gehen. Ich glaube eher, dass die beiden auf ein kleines Schiff gehen. So aus Bambusrohren zusammengebaut mit einem kleinen Segel. Leute, damit fahren die in Urlaub. Ja, das hat Maui auf seiner Insel gebaut, um sie hier zu befreien. Nach sowas müssen wir Ausschau halten. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder zurück zur Brücke, weil an der Brücke haben wir Maui das allererste Mal gesehen am Strand. Stimmt, es war am Strand und dann bei diesem Park unter der Brücke. Ich glaube auch, dass er da irgendwo sein Boot versteckt hat. Und ihr seht es, Leute, wir sind jetzt genau bei dieser Brücke. Ganz genau. Und da, er hat das Boot versteckt. Da ist was Buntes. Das kann sein. Was ist das? Ein Zug? Nein, ein Zug? Wir suchen ein Boot und kein Zug. Was ist, wenn Maui und Moana mit dem Zug nach Hause fahren? Mit dem Zug? Tschu-tschu. Aber warte, ein Zug kann doch nicht einfach durchs Wasser fahren. Natürlich nicht, aber die fahren über Land nach Hause. Und du weißt, wo sie wohnen. Auf einer Insel. Insel bedeutet, dass eine Insel rundherum alles voller Wasser ist. Ein Zug kann da nicht fahren. Du hast komplett recht und ich sehe auch kein Moana und kein Maui in diesem Zug. Leute, wir suchen immer noch das Boot. Der Zug ist auf jeden Fall falsch. Dann fliegen wir jetzt direkt zu dem Strand. Ihr seht ja das Ufer und das Wasser und da fliegen wir jetzt mit euch hin. Wir haben sie doch die ganze Zeit immer gefunden. Nur jetzt finden wir sie nicht mehr. Ich schau mal kurz am Strand, ob ich da irgendwas erkenne. Das ist ein Floß. Das ist ein Floß, ihr seht es. Das ist das Boot mit Maui und Moana drauf. Und ihr seht das Zeichen auf dem Segel. Ihr seht das Zeichen. Das bedeutet, Maui und Moana fahren jetzt nach Hause. Ende gut, alles gut.